Die Inhalte dieses Kanals dienen ausschließlich Bildungs- und Informationszwecken im Zusammenhang mit dem Anbau, der Pflege und der botanischen Vielfalt bestimmter Pflanzenarten. Ziel ist es, Wissen über verschiedene Sorten, deren Wachstumsbedingungen sowie deren botanische Merkmale zu vermitteln. Es wird ausdrücklich nicht zum Konsum von Pflanzenbestandteilen geraten oder aufgefordert. Die gezeigten Inhalte sind nicht als Anleitung zur Nachahmung gedacht und sollen weder zur Herstellung noch zur Verwendung regulierter Substanzen motivieren. So, hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Herbs und Herbs. Ja, und heute wird das auf jeden Fall eine kürzere Folge, denn wir machen nur ein kleines Status-Update zu unseren beiden Schützlingen hier, die wir hier in den beiden Zelten haben. Wir befinden uns jetzt hier gerade bei der Ruku Kuku OG und diese befindet sich hier im Spider Farmer Zelt unter der SF1000 Evo Lampe. Und wir haben sie jetzt mittlerweile in die Veggie geschickt. Die befindet sich jetzt ungefähr bei 400 bis 500 ppfd. Und dort wird sie jetzt auf jeden Fall auch bleiben können von der Lichtintensität. Luftfeuchtigkeit ist um die 60% und Temperatur bei etwa 26 Grad. Schaut mal hier, wie schön hier das Cover Crop gewachsen ist. Ja, diese Kleemischung von Couple of Plants, die wir hier mit eingestreut haben zur Erinnerung. Hier befindet sich eine Mischung drin. Hier ist die Sonnenerde drin und Living Soil, alte, verbrauchte, wieder aufbereitete Living Soil von Couple of Plants. Und hier haben wir eine Cover Crop Mulchschicht aufgebracht, damit die Oberfläche der Erde nicht austrocknet und damit der Klee zusätzlich ein bisschen Stickstoff mit reinschickt in die Erde. Hier hinten sehen wir ein kleines Experiment von meiner Seite aus. Das ist so ein Bodefeuchtigkeitssensor, mit dem ich online die Bodenfeuchte überwachen kann. Das haben wir in beiden Zelten drin. Und ja, wir sehen hier also diesen Klee. Ja, den schneide ich hier auch immer mal so ein bisschen ab. Und das, was ich da abschneide, das darf da auch schön oben drauf liegen bleiben. Das nennt man dann Chop and Drop. Ja, das heißt, das Material, das deckt dann quasi den Boden nochmal zusätzlich ab, fängt an zu verrotten und gibt dem Boden auch wieder Nährstoffe zurück, die hier der Klee während des Wachstums aus dem Boden gezogen hat. Irgendwann werde ich hier auf jeden Fall auch noch ein paar Regenwürmer mit einsetzen. Aber ich bin jetzt kurz vorm Urlaub. Ich werde wegfliegen für 9 Tage. Wir sehen jetzt hier die Rokukuku OG. Die bekommt jetzt von mir ein Topping. Das heißt, ich werde hier nach der dritten Node 1, 2, 3 den Haupttrieb oben abschneiden. Wir wollen ja schließlich diese Pflanze mit einem High-Stress-Training erstmal nach dem Mainlining-Prinzip auch erziehen. Und Chop and Drop bedeutet auch hier diese Pflanzenbestandteile. Die werde ich hier einfach mit oben drauflegen, damit es da verrotten kann und damit die gesamte Energie dann letztendlich wieder in die Erde kommt. Heute habe ich die Pflanzen auch wieder mit Komposttee gegossen, um einfach das Bodenleben anzukurbeln, Mikroorganismen einzutragen und mehr Nährstoffe zusätzlich der Pflanze zur Verfügung zu stellen. So, wir haben sie gerade getoppt, ja, und jetzt sehen wir hier, die Pflanze wird dann also all ihre Energie, die sie hat, in diese neuen Seitentriebe lenken. Und wir werden sehen, wenn ich dann aus dem Urlaub wieder zurück bin, wie das hier aussieht, weil dann werde ich wahrscheinlich hier ordentlich trainieren müssen, damit ich diese Seitentriebe eben hier entlang an der Erde weiterspannen kann, damit wir einfach die Fläche des Zeltes hier optimal ausnutzen. Das würde ich sagen, war es von der Roku Kuku. Und jetzt schauen wir ins Zelt Nummer 2. Und hier befinden wir uns jetzt im Zelt Nummer 2. Ist ebenfalls ein 70 x 70 x 1,60er Zelt, allerdings von der Firma Mars Hydro. Ja, ich würde sagen von der Beschaffenheit her, wir wissen alle Bescheid, es kommt alles aus der gleichen Fabrik. Aber taugt mir soweit ganz gut, auch von der Fläche her. Diese Pflanze, die GG4 Gorilla Glue 4, steht allerdings nicht unter einer SF1000 Lampe, sondern unter der FCE 1500 LED-Lampe von Mars Hydro. Auch in diesem Zelt haben wir eine Luftfeuchtigkeit von etwa 60% und eine Temperatur von 26 Grad. Die GG4 schaut sie euch an. Es sieht auf jeden Fall schon etwas weiter aus, also die Blätter sind etwas größer, aber das kann natürlich auch einfach mit dem Phänotyp zusammenhängen. Da würde ich jetzt in dieser Wachstumszeit noch keinerlei Sachen dazu sagen. Ja, das hat irgendwas mit der Lampe zu tun oder hat irgendwas mit der Erde zu tun. Wie gesagt, das ist kein Sortenvergleich, den ich hier mache. Es sind ja 2 verschiedene Sorten in 2 verschiedenen Setups. Aber wir gucken uns natürlich trotzdem die sortenspezifischen Unterschiede an.
Ja, auch hier gucke ich immer mal jeden Tag nach, ob ich hier so ein bisschen was von der Mullschicht da abschneiden kann. Bereits gestern habe ich bei der GG4 das Topping durchgeführt. Auch diese werden wir nach dem Mainlining-Prinzip erziehen. Guck mal, ob man es hier schon besser sehen kann. Ja, hier drin sieht man es schon deutlich, ja, dass die Triebe auch schon langsam mehr wachsen. Also da werde ich auf jeden Fall nach meinem Urlaub ordentlich was zu tun haben. Ja. Und ich hoffe sehr, dass meine Urlaubsvertretung sich gut um diese Pflänzchen hier kümmern wird. Wir werden es zusammen sehen. Aber ich mache mir da keinerlei Sorgen. Das ist eine sehr, sehr zuverlässige Person und die weiß schon, wenn ich sie gut instruiere, was hier alles so zu tun ist. Ansonsten bin ich momentan sehr entspannt. Wie gesagt, habe ja auch seit nach den letzten 2 Wochen kein Video mehr gebracht, weil sich einfach nicht besonders viel getan hat. Die Pflänzchen wachsen hier gut an, machen einen gesunden Eindruck. Ich bin ein bisschen unzufrieden tatsächlich. Die Trauermücken, die sind immer noch ein paar hier. Ich habe mir jetzt nochmal zusätzlich ein paar Nematoden bestellt, die ich dann hiermit ausgießen werde, damit einfach die Trauermücken auch den letzten Rest bekommen. Ja, hier sehen wir das, was ich gestern abgeschnitten habe hier, ne? Und Chop and Drop. Also das darf da einfach liegen bleiben und verrottet schön vor sich hin. Gut, meine lieben Freunde, also wir werden uns dann in 2 Wochen wiedersehen. Dann schauen wir mal, was die Pflanzen für einen Schuss gemacht haben und wie gut ich das mit dem Mainlining bis dahin hinbekommen habe. Für alle, die es jetzt vom Wochenende sehen, Leute, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Ansonsten, wenn ihr es ein bisschen später seht, habt einfach einen schönen Tag und eine schöne Zeit und immer nette Leute um euch rum. Seid lieb zueinander. Wir sehen uns bald wieder. Ciao.